Hallo und herzlich willkommen zu unserem 14. Murmel 1 Rennen. Heute fahren wir in Österreich. Ich habe euch hier an der Seite einmal schon die Strecke eingeblendet. Ihr kennt das ganze Spiel. Wir wechseln gleich die Szene. Ich zeige euch einmal, wie die ganze Strecke abgefahren wird. Und dann gehen wir zurück und schauen uns das Rennen an. So, wir gehen einmal rüber. Und wie ihr sehen könnt, habe ich euch einmal hier schon mal schön mit der roten Linie das Ganze nachgezogen. Das könnt ihr jetzt oben rechts mit dem Spiel einmal vergleichen und anschließend fahren wir es dann mit dem Mercedes einmal ab. Das habe ich natürlich vorher schön aufgezeichnet und fahre ich das Ganze jetzt mit der roten Linie einmal nach. So, dann fangen wir unten links. Könnt ihr sehen, jetzt die rote Linie einmal auf Start und Ziel. An der Stelle ist unser Trichter. Und dann geht es in zwei Weichen rein und die bestimmt auf den nächsten drei Geraden, die da parallel fahren, welchen Weg die Murmel nehmen wird. Manche davon sind schneller, manche sind langsamer, so dass es da zu vielen Zweikämpfen kommt und anschließend landen die Kugeln dann alle oben rechts in dem Trichter, den ihr dort sehen könnt. Anschließend geht es in eine scharfe Rechtskurve weiter auf eine lange Gerade und dann, wenn ihr da ein bisschen den Pfad schon mal weiter verfolgt, seht ihr eine weitere Weiche, die habe ich ein bisschen modifiziert. Dadurch kommen die Kugeln dort um einiges leichter durch. Dann nehmen Sie entweder den Pfad, den ich jetzt gleich mit der Maus hier abfahren werde, das ist die Originalstrecke, oder sie nimmt eben diesen kleinen Kringel, den ihr da in der Mitte sehen könnt, was insgesamt eine kleine Abkürzung darstellt. Insgesamt wird die Kugel nur ein kleines bisschen langsamer, aber das soll nicht stören. Aber es ist einfach eine weitere Überholmöglichkeit und dann geht es wieder auf die letzte lange Gerade und dann anschließend zwei Rechtskurven. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder rüber und schauen uns das Rennen an. So, dann blende ich euch einmal das Bild hier aus und gleich das Rennen ein. Kurz vorm Rennen, also Ferrari startet als erster, Red Bull zweiter, Mercedes dritter und Lotus vierter. Ihr kennt das Spiel, warum? Einfach im letzten Rennen sind sie so ins Ziel gekommen. Wir fahren heute insgesamt 17 Runden. Liegt daran, dass eine Runde auch nur 20 Sekunden dauert. Deswegen heute mal ein paar mehr Runden. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Rennen. So, dann sehen wir da einmal, wie sie alle da durchrasen. Red Bull kommt super durch, geht direkt in den Trichter. Lotus zieht auch vorbei, geht jetzt eben diese kleine Strecke, ist dadurch gleich am Anfang erster. Mercedes verliert einen Platz und Lotus kommt auf den ersten Platz. Von da muss ich wieder dran denken, dass ich euch parallel einmal die Rundenzahl und einmal den aktuellen Stand dann immer einblende. Das vergesse ich am Anfang mal ganz gerne. So, jetzt Red Bull als erstes durch den Trichter. Ich komme hier den längeren Pfad, den bleibt aber vorne. Wir gucken mal, Lotus zweiter, Ferrari dritter und Mercedes vierter. Das wird heute ein bisschen hektischer vermutlich bei 20 Sekunden Rennzeit. Das kriegen wir aber alles hin. Jetzt sind sie im Trichter und wir gehen in die dritte Runde. Red Bull führt hier das Feld an. Lotus kann super vorbeiziehen, geht als erstes sauber durch den Trichter durch. Red Bull bleibt zweiter, geht so in den Kringel. Wer bleibt erster? Lotus ganz knapp und Mercedes vor dem Ferrari. Und dann gehen wir schon in Runde 4. Ihr seht, wie schnell das geht. Vor allem hinten die Gerade sehr schnell. Und dann geht es eigentlich wirklich drum rum, wer kommt da als erstes in den Trichter rein. Wieder Red Bull. Ferrari kann sich fast vorbeizwängen. Kommt jetzt da nicht ganz vorbei. Dadurch zieht sich wieder ein bisschen auseinander. Und da hat sich doch wieder einiges getan. Mercedes jetzt letzter, Red Bull in Führung. Wir gehen in die 5. Runde. Und wir schauen mal. Also Red Bull hat jetzt hier einen guten Vorsprung. Trotzdem nur als Zweiter in den Trichter und Mercedes zieht am Ferrari vorbei. Muss jetzt hier den längeren Weg nehmen. Ferrari schafft das nicht und Red Bull bleibt vorne, aber Mercedes und Ferrari tauschen die Plätze. So, wir sehen schon, es dauert ein bisschen länger da in dem Lift. Das heißt, bald wieder Batterien wechseln, dann geht das Ganze wieder viel schneller. Da bleiben die Kugeln ja so leicht hängen. Red Bull vorne, aber Ferrari zieht jetzt durch diese kurze Schleife vorbei und übernimmt jetzt die Führung. Red Bull zweiter, Lotus dritter, Mercedes bleibt weiterhin vierter. Dann haben wir die 7. Runde, die wir jetzt starten. Ferrari hier aber nur ganz knapp vorne, da wird Lotus und, nur der Red Bull vorbeiziehen und Mercedes geht hier super in den Trichter, hat den Ferrari weggehauen, ist jetzt auf Platz 2 und da wird es ganz knapp zwischen Ferrari und Lotus, aber Lotus bleibt hinten, Ferrari kann zumindest den 3. Platz behalten und wir haben schon fast Halbzeit. Jetzt seht ihr mal, wie schnell das wechseln kann. Red Bull vorne, Ferrari wird jetzt letzter. Die anderen 3 prügeln sich da vorne um die besten Plätze. Lotus kann vorbeiziehen, Mercedes zweiter. Red Bull knapp dahinter. Da sind wir mal gespannt jetzt gleich, ob er den auf der Gerade oben schnell wieder einholen kann.
oder ob Mercedes vielleicht sogar sich noch weiter nach vorne arbeiten kann. Kann hier den schönen Windschatten ausnutzen, geht als erstes in den Trichter rein, ist jetzt Erster. Auch Ferrari kann an Red Bull vorbeiziehen. Aber wie lang? Ja, kann sich sogar behaupten, im letzten Sektor bleibt dadurch Dritter. Red Bull auf Platz 4. Und dann sind wir in Runde 10. Und wir sehen jetzt schon hier, also die zweite Kugel hat meistens den Vorteil, dass er als erstes in den Trichter reinkommt. Dann gibt es da immer einen Streit um den zweiten und dritten Platz. Und jetzt zieht sich es gerade ein ganz kleines bisschen auseinander. Lotus konnte sich jetzt einen kleinen Vorsprung rausarbeiten. Wir gucken, ob das so bleibt oder ob das sich jetzt gleich hinten auf den langen Geraden durch den Windschatten wieder egalisiert. Ob hier Red Bull vorbeikommt. Ganz knapp in dem Trichter, sind direkt hintereinander. Ferrari will da auch noch mitmischen, ist hier ganz knapp hinter dem Red Bull. Die teilen sich jetzt den zweiten Platz und gehen in den Trichter rein. Mercedes muss echt gucken, dass sie jetzt hier nicht zu weit zurückfallen. Weil es natürlich immer einen Vorteil hat, wenn man zusammen in dem Trichter ist, dann kommt man ein bisschen schneller durch, als wenn man allein da auspendeln muss. Und Red Bull kann es super ausnutzen, weil ich habe nichts über Mercedes gesagt, komme hier direkt auf den zweiten Platz, fast noch auf den ersten, kann an der Schleife nicht vorbeiziehen, ist jetzt Zweiter, Ferrari Letzter und wir haben noch insgesamt 4, 5 Runden haben wir noch. Und dann gucken wir mal. Oh, hier gehen sie beide zusammen durch. Mercedes bleibt aber vorne. Und Lotus ist Vierter. Wir gehen in die 14. Runde. Ich blende euch das wieder einmal kurz ein. Und dann schauen wir mal. Mercedes wird hier vom Red Bull überholt. Er geht als erstes in den Trichter, ist jetzt Dritter. Kann aber die kleine Schleife gleich fahren. Gucken wir mal, bleibt er vor dem Lotus? Nicht ganz. Die Reihenfolge ändert sich dann, so dass Red Bull Erster ist, Lotus Zweiter, Mercedes Dritter und Ferrari ist der Vierte. 15. Runde hat begonnen, also nur noch 3 kurze, knappe Runden. Ich muss hier einmal kurz oben bei meiner Grafik was machen, einfach damit ich euch dann gleich den Service bieten kann, damit ihr es weiter sehen könnt. Sieht jetzt nicht schön aus, soll aber insgesamt kein Hindernis sein. Und wir gehen in die vorletzte Runde. Lotus ist jetzt hier Erster, Mercedes Letzter. Das würde nochmal die WM schön durcheinander bringen, aber jetzt gab es so viele Positionswechsel, ich kann da echt nicht sagen, wer da gewinnen wird. Red Bull kann sich knapp vorbeizwängen und der Mercedes sogar direkt mit durch die Schlaufe gegangen, ist dadurch jetzt Zweiter. Wir gehen in die letzte Runde. Ferrari hat doch ein gutes Stück abgeschlagen. Und die 17. Runde hat begonnen. Wer wird das Rennen gewinnen? Schauen wir mal. Also Lotus, Red Bull wird als Zweiter in den Trichter gehen, wenn Mercedes vorbeizieht. Jetzt ist nur die Frage, reicht der Vorsprung? Reicht locker aus. Mercedes wird das Rennen gewinnen. Red Bull wird Zweiter und Ferrari wird Dritter am Ende. So, jetzt mache ich euch das hier wieder so schön hin, wie ihr das kennt. Und das war ja ein richtiges Durcheinander. Am Ende war in der letzten Runde, war glaube ich Mercedes Letzter, Lotus war Erster. Und das hat sich dann doch noch gedreht. Und dann zeige ich euch jetzt einmal, wenn wir die Punkte verteilen, wie das Ganze aussieht. Und zwar wie folgt. Also, Mercedes bekommt für den Sieg 5 Punkte, ist damit auf 42. Ihr erinnert euch noch im letzten Rennen dran, da hatten alle Top 3 Teams 37 Punkte. Das ändert sich jetzt. Mercedes hat jetzt die alleinige Führung, 42 Punkte. Red Bull mit dem zweiten Platz holt 3 Punkte, hat 40 Punkte insgesamt. Knapp dahinter Ferrari mit 39 Punkten. Und Lotus weiterhin abgeschlagen. Sie hatten jetzt eine Runde vor Schluss die Chance zu gewinnen, haben es leider wieder nicht geschafft. Haben jetzt 29 Punkte. Wir haben ja noch eine Menge Rennen, also alles kein Problem. Kann man noch aufholen. Man hat natürlich auch immer Nachteile, wenn man als erster startet, aber ich versuche auch die Strecken so zu bauen. Ihr habt es gesehen, die Kugeln sind alle dicht hintereinander. Da hat jeder die Chance auf jeden Fall zu gewinnen. Und dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Ihr könnt auch gerne subscriben, dann bekommt ihr, wenn ihr die Glocke sogar aktiviert, immer eine Nachricht von mir, wenn ich ein neues Video hochlade. Würde mich natürlich freuen. Und dann freue ich mich auf das nächste Video mit euch. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.